Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Tamaris YouTube Live. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr alle da seid und wir freuen uns vor allem darauf, gleich auch die nächsten 30 Minuten mit euch zu verbringen. Und bitte nutzt die ganze Zeit auch gerne die Chat-Funktion, weil wir wollen ja mit euch auch in den Austausch gehen und sind total gespannt auch auf eure Fragen. Zuallererst mal ganz kurz, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Theresa Ebel, ich bin Head of Empathy bei September Strategie und Forschung. Und ich beschäftige mich ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung, mit Teamentwicklung und vor allem auch mit dem Thema, wie sich Frauen untereinander supporten können. Das ist so ein bisschen mein Herzensthema. Ich werde den Talk heute moderieren und heiße unsere heutige Protagonistin, Kathleen Burkhardt, ganz herzlich willkommen. Danke. Kathleen ist Head of Marketing bei Tamaris und sie wird uns heute ganz tolle Einblicke in die Marke, in das Kernstück der Marke, in das Herz geben. Und ja, genau, sie ist eine ganz faszinierende und auch total kreative und spannende Frau. Und wir freuen uns, glaube ich, alle wahnsinnig, heute ein bisschen mehr über sie und vor allem auch die Marke Tamaris zu erfahren. Wow, danke für diese Worte, Theresa. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich bin super froh, dass wir beide das zusammen machen. Uns verbindet eine über 10 Jahre lange Freundschaft mittlerweile und wir sind auf den verschiedensten Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Female Empowerment gemeinsam gewachsen und aus dem Grund ist es mir umso ein wichtigeres und persönlicheres Anliegen, dass wir das heute gemeinsam machen. Und ja, wir freuen uns, euch mitzunehmen in der nächsten halben Stunde und scheut euch nicht, Fragen zu stellen und let's go. Ja, genau, vielleicht als allererste Frage, wo sind wir denn hier eigentlich? Tatsächlich sind wir in Detmold. Das ist der Firmensitz von der Marke Tamaris und noch ein paar anderen Marken, die dazu gehören. Und auch wenn ihr das gerade nicht sehen könnt, sitzen wir quasi im Herzstück von unserem Headquarter. Das ist ein ca. 300 Quadratmeter großer White Cube, wie wir so schön sagen, also das weiße Herzstück von Tamaris. In dem werden Kollektionen entwickelt, hier finden internationale Meetings statt, aber natürlich auch die alltäglichen Meetings. Und ja, hier lebt die Marke, also von Anbeginn bis quasi sie bei den Konsumentinnen ankommt. Toll. Ja. Was passiert denn hier sonst in den Räumen, wenn wir nicht gerade hier sind? Ja, wie gerade gesagt, die Kollektion entsteht hier. Das heißt wirklich vom ersten vielleicht Strich an einem Schuh bis zum fertigen Produkt. Wir arbeiten gerade schon an der Herbst-Winter 24 Kollektion. Das heißt also quasi das, was in einem Jahr erst in den Schuhregalen steht, ist jetzt quasi da nebenan in der Entwicklung. Wir dürfen schon mal reinluchsen. Ja, du durftest schon mal reinschauen. Wir verraten nichts, da müsst ihr dann uns folgen. Aber genau, das ist quasi auch ein Platz, an dem alle mal zusammenkommen, auch Meetings mit den Mitarbeitern und von daher ein Herzstück. Toll. Also wirklich ein verbindendes Element für alle. Sehr schön. Und warum gehen wir heute eigentlich live? Ja, warum gehen wir heute live? Ich glaube, es gibt super viele spannende Themen zu erzählen. Ihr würdet uns jetzt nicht sehen, wenn ihr nicht bereits schon unseren YouTube-Kanal kennen würdet. Und auf dem porträtieren wir Frauen. Wir haben ganz spannende How-to-Formate, wo wir Do-it-yourself-Projekte vorstellen, inspirieren und natürlich auch Geschichten erzählen wollen, um Frauen zu ermutigen, zu inspirieren. Und ja, jetzt wollen wir auch den Blick quasi hinter die anderen Frauen sozusagen, würden hinter uns alle eröffnen und quasi die Marke noch mal ein bisschen nahbarer machen und quasi auch so die Gesichter der Marke immer mehr zeigen. Denn letztendlich sind wir auch alle Brand Ambassadors für die Marke und Markenbotschafter. Und diesen Stolz wollen wir euch einfach auch so ein bisschen mitgeben heute und freuen uns darauf. Und von daher... Toll. Ja, bevor wir deep in die Themen einsteigen, vielleicht ein ganz kurzer Überblick, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein bisschen wissen, was wir heute besprechen werden. Was erwartet euch heute? Also wir wollen mit Kathleen, wie sie schon gesagt hat, in die Welt der Marke Tamaris einsteigen und auch wirklich so ein bisschen das Thema Lifestyle thematisieren und das ganz große Thema Female Empowerment. Das heißt, wir beginnen mit dem großen Thema Schuh, das heißt dem Kern des Ganzen hier und werden dann auch über die Werte der Marke, der Traditionsmarke Tamaris sprechen und zuletzt wirklich auch überlegen und diskutieren, wie Tamaris zu dem Thema Female Empowerment auch beiträgt. Ja, spannend. Und wenn ihr, wichtig noch zu sagen, unseren Kanal, ihr folgt uns hoffentlich schon. Und dann wird die spannenden Inhalte, von denen wir heute auch ab und zu sprechen und nochmal drauf eingehen, weiterhin verfolgt. Abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr das zukünftig auch immer ganz tagesaktuell oder wochenaktuell auf dem Laufenden ausgespielt bekommt.
Perfekt, das machen wir hoffentlich alle jetzt. Let's go! Also lass uns gleich mal reinspringen in das große Tamaris-Thema, den Schuh. Schuhe sind ja für ganz viele Menschen deutlich mehr als nur ein zweckmäßiges Kleidungsstück. Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, wir gehen alle nie aus dem Haus, ohne so einen Blick in den Spiegel zu erhaschen, beziehungsweise uns den zu nehmen. Und damit meine ich nicht den Spiegel im Bad, sondern wirklich so, wie sehen wir von Kopf bis Fuß aus. Und von daher komplementieren sie natürlich zuallererst ein Outfit und geben uns natürlich auch irgendwo so einen persönlichen Ausdruck oder so einen Selbstausdruck jeden Tag. Und ich glaube, wenn du dich irgendwie nicht so gut fühlst, dann ist der Look eher etwas entspannter und vielleicht zurückhaltender, als wenn du doch sehr positiv bist und vielleicht auch den Mut hast, gerade aufzufallen. So mehr outgoing bist. Genau, ne? Und ich glaube, das natürlich macht man über den gesamten Look, aber Schuhe sind natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil davon. Und von daher können sie natürlich auch rein Mittel zum Zweck sein und natürlich bei bestimmten Dingen, die man tut, wie Wandern gehen, müssen sie eher einen funktionellen Zweck erfüllen, aber im auch Alltag. da ist die Wahl manchmal gar nicht so leicht. Nein, vor allen Dingen sollte man auch da immer gut aussehen. Ja, korrekt. Nicht nur immer im Alltag, genau. Ja, du hast schon so ein bisschen beschrieben, dass es auch so ein bisschen auf die Stimmung ankommt und dass es das Outfit komplettiert. Aber inwiefern sagt es denn auch was aus über den Charakter, was für Schuhe man wählt und trägt? Ja. Ich glaube, es kann was über den Charakter sagen. Es ist nicht zwangsläufig so, aber es widerspiegelt spiegelt ja im Endeffekt wieder, wie man sich gerade fühlt, was ich gerade schon gesagt habe. Und auch, wohin man im Endeffekt gerade vielleicht geht, ob es ein Anlass ist. Ne? Also wenn man einen schicken, festlichen Anlass hat, dann wird man andere Schuhe tragen als im Alltag. Und ich glaube, von daher ist das schon mal sehr wichtig, wie man sich dann auch durch einen Schuh sein Selbstbewusstsein pushen kann. Und irgendwie weiß, glaube ich, jede Frau, wenn sie einen höheren Schuh anzieht oder einen High Heel, dass es ganz viel mit der Körperhaltung und auch im Endeffekt mit der Eigenwahrnehmung zu tun hat. Und von daher kann es auch natürlich ein extremer Push sein für ein Selbstbewusstsein. Und von daher macht das dann natürlich auch faktisch was mit dem Charakter. Aber es hat natürlich einen riesen Einfluss darauf, wie wir wahrgenommen werden und wie wir uns fühlen. Und von daher ist das natürlich schon sehr, sehr wichtig, den richtigen Schuh zum richtigen Moment zu haben. Und oft verbinden wir natürlich auch Erinnerungen damit. Ne? Also Total. wir haben ja auch bestimmte Schuhe in bestimmten Lebensmomenten, die wir dann im Schuhschrank vielleicht nie wieder anrühren. Aber immer, wenn wir sie sehen, denken, ja, Da war was. Genau. Geht dein Blick eigentlich auch zuerst auf die Schuhe von Menschen, wenn du ihnen begegnest? Ich gehe von unten nach oben. Gibt es denn bei dir persönlich auch ein paar Schuhe, was für dich wirklich eine einzigartige Bedeutung hat, wo du irgendwas Bestimmtes damit verbindest? Tatsächlich, entgegen heute bin ich eher so ein Sneaker-Girl. Also ich trage So? fast zu 80% Sneaker. Das ist irgendwie auch meine Entwicklung im Berufsalltag mit Marken, mit denen ich zu tun hatte, geschuldet. Und von daher kombiniere ich auch sehr viel meinen Look darum. Und habe jetzt nicht so diese Momente, also bis jetzt hatte ich noch keinen Cinderella-Moment, der Schuh, der in meinem Schuhschrank steht und mich an etwas Unvergessliches erinnert, sondern eher so die kleinen besonderen Momente. Aber was ist bei dir? Hast du einen besonderen Schuhmoment? Erwischt. Also natürlich, wenn man geheiratet hat, hat man tatsächlich einen Schuhmoment, an den man denkt. Und gerade wenn man auch wie ich ein Sneaker-Girl ist und dann Schuhe mit Absatz braucht. Und tatsächlich, wirklich kein Fake. Es ist ein Tamaris-Schuh. Und ich war auf der Hochzeit und wir haben noch nicht ansatzweise gewusst, dass ich mal bei Tamaris lande. Korrekt. Ja, vielleicht war das schon so. Ja, das war die Vorahnung wahrscheinlich darauf. Ja, genau. Und was hat denn sich in der Schuhmode und auch so in dem ganzen Geschäft mit den Schuhen allgemein in den letzten Jahren verändert aus deiner Sicht? Also ich glaube, allein die Stilistik der Schuhe. Ich glaube, Sneaker sind einfach nicht mehr wegzudenken. Der Einfluss von Streetwear ist extrem. Das heißt, selbst in wahrscheinlich sehr klassischen Unternehmen ist der Sneaker, hat Einzug gehalten und bestimmt auch ein Look. Gerade auch so die Einflüsse aus vergangenen Jahrzehnten, Retro-Vintage-Style ist da ganz groß immer dabei. Und viele Marken bauen ja auch auf die Heritage, woher Schuhe eigentlich im originären Sinne kommen, also aus einer Sportart oder so. Von daher bestimmt das schon sehr auch den Markt, wie sich was entwickelt hat und welche Marken auch relevant sind. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, da muss man sich zwangsläufig Gedanken machen, mit auseinandersetzen. Und das ist definitiv auch kein leichtes Thema.
Das ganze Thema Personalisierung, Individualisierung, Schuhe selber zu konfigurieren oder zu gestalten, zu verschönern. Auch dazu haben wir mal ein Do-it-yourself gemacht auf unserem Kanal. Also könnt ihr auch mal schauen, wie man Sneaker verschönern kann. Ist unheimlich wichtig. Und natürlich auch dieser ganze technologische Anspruch, der sich immer weiterentwickelt, was der Komfort ist, welche Technologien da einfließen, wie dann natürlich vielleicht auch wieder die Nachhaltigkeit oder die Langlebigkeit eines Produktes gefördert werden kann. Da ist einfach super viel, was im Markt immer passiert und was man auch immer irgendwie beachten muss und was man immer verstehen und ja, vor allem ist es nicht mehr nur so bei den Techie-Marken, dass es irgendwie darum geht, wie sich Dinge weiterentwickeln, sondern tatsächlich jede Schuhmarke muss da irgendwie wirklich sehr wachsam sein, welche Trends es gibt und wie sich das weiterentwickelt. Ne? Und letztendlich ist das ja dann auch schon so Teil der zweiten Frage, so wie sich das Geschäft mit Schuhen entwickelt hat, weil wir shoppen ja auch alle anders. Und wo wir shoppen, ist natürlich ausschlaggebend für, welche Informationen braucht man, wie informiert man sich, aber auch so dieses Thema, wie ist ein Produkt dargestellt oder verstehe ich das Produkt überhaupt? Ne? Es ist in einem Look dargestellt, weil man besser versteht, dass der Schuh etwas Besonderes ist, wenn man sonst zurückgenommener ist, oder ist es sehr technologisch und das muss erklärt werden. Also auch da ist ja die Kommunikation um ein Produkt unglaublich wichtig geworden in der letzten Zeit. E-Commerce, also alles, was Online-Shopping ist, wissen wir alle, in den letzten Jahren unglaublich geboomt. Von daher ist es auch da wichtig natürlich, wenn eine Marke wie wir, Tamaris, online und offline kombinieren muss, dass das der Konsument auch in der gleichen Form wahrnimmt, dass also quasi so die Konsumentenreise relativ seamless ist, wie wir sagen, also dass er an allen Touchpoints oder an allen Kontaktpunkten, die er mit der Marke hat, die Marke in der gleichen Visualität oder im gleichen Look and Feel oder im gleichen, wofür die Marke steht, wahrnimmt. Und das ist natürlich mit all den Kanälen, und da brauchen wir nochmal über Social Media nachdenken, über Instagram, über Facebook, über Pinterest, über Snapchat, über YouTube. Es ist halt unheimlich viel geworden und haben jetzt noch nicht mal über Influencer und sowas geredet. Ja. Es ist einfach so ein riesengroßer bunter Blumenstrauß geworden, den man bespielen muss, kann, sollte. Ja, ich glaube, wir als KonsumentInnen sind auch deutlich anspruchsvoller geworden. Ne? Ja. Und ich glaube, was bei dem, was du sagst, ganz viel mitspringt, ist auch, dass die Emotionalisierung einen ganz hohen Stellenwert auch hat bei diesem Thema. Was würdest du denn sagen, wo wollt ihr denn als Marke auch in Zukunft hin? Also ein Thema ist definitiv für uns so der komplette Look-Gedanke. Also wir haben auch Apparel, also Textilien, und wollen quasi auch eine Lifestyle-Marke werden im Sinne von einem kompletten Toe-to-Head-Look. Ich glaube, das können wir, und das erlaubt die Marke Tamaris definitiv. Wir sind natürlich international auch immer noch sehr stark am Wachsen, und international ist für uns einfach sehr wichtig, weil natürlich eine doch auch deutsche Traditionsmarke sehr, sehr starke Werte hat, da sehr gefragt ist. Und natürlich haben wir auch eine Aufgabe im Thema Nachhaltigkeit zu erledigen, beziehungsweise auch da das tun zu können, was wir können. Und, was könnt ihr? We do our best, sagen wir so schön. Was wir zum Beispiel haben, wir sind Marktführer für modische Darmschuhe im Bereich vegane Schuhe. Okay. Also von daher, klar, geht über Lieferketten und Produktmaterialien. Wir haben nächstes Jahr einen Schuh, der aus Mushroom, also aus Pilzen gemacht ist. Da gibt es schon sehr viel, aber es ist natürlich auch sehr viel, was man beachten muss, und man darf dafür einfach auch nicht leichtfertig umgehen, und deshalb muss man da auch immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und ich glaube, da trägt einfach jeder Konsument natürlich, aber auch die Marke eine extreme Verantwortung. Ja, mega spannend von diesem super emotionalen Thema Schuh und wie die Marke da mit reinspielt. Da sind wir eigentlich schon wirklich bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich eure Marke. Lasst uns über Tamaris sprechen, über den Herzschlag von Tamaris. Wie tretet ihr denn überhaupt als Marke in Kontakt mit euren Kundinnen? Also, wir hatten ja gerade schon die Vielzahl an Social-Media-Kanälen. Genau. Ich glaube auch, wenn wir gerade von Social-Media-Kanälen sprechen, ich glaube, unsere Community hat tatsächlich auch Fragen gestellt. Ich würde das mal ganz kurz hierher nehmen und mit unserer Community in den Austausch gehen, Super. Bevor wir deine Frage beantworten. Fangen wir mal an. Ich habe hier einige Fragen, müssen mal gucken, was wir davon jetzt wie schaffen. Die erste hast du, glaube ich, schon beantwortet. Die erste hatte der Eco-Friendly Shopper gestellt. Erzählt uns mehr über eure Nachhaltigkeit. Sind Schuhe auch vegan? Ich glaube, die haben wir gerade schon die Box getickt. Ich hoffe, Eco-Friendly Shopper, mit der Antwort bist du erstmal happy. Dann haben wir Fashionist44. Könnt ihr uns was über die Kreativteams und Designerinnen hinter der Tamaris-Kollektion erzählen? Können wir.
Ich glaube, dafür brauchen wir ein extra Live, weil ich glaube, das sind unglaublich viele Geschichten. Und es gibt auf alle Fälle noch bessere Menschen im Unternehmen, die darüber reden könnten als ich. Von daher ist es ein gutes Thema, was wir für ein weiteres Live uns auf die Agenda schreiben werden. F. Jakob 45 fragt, oh 45, sorry, jetzt habe ich Englisch geredet, 45, jetzt aber, fragt, kann man die neuen Stiefel auch in Übergrößen bekommen? Wir haben unterschiedliche Größenläufe, das heißt, wir haben auch Übergrößen, also wir gehen auch schon auf die 43, 44 hoch. Das ist noch nicht bei allen Produkten so, weil das Komplizierte an Schuhen, und ich will nicht so technisch werden, ist der Leisten, der dann in dieser Größe gefertigt werden muss. Aber es gibt einige, man kann das auf der Website in der Filterfunktion auch ankreuzen oder filtern. Und von daher schau auf alle Fälle da mal rein und wir geben da unser Bestes, uns auch immer weiterzuentwickeln. Einige Fragen. Susanne Rauter fragt, wie viele Schuhe besitzt ihr eigentlich? Theresa, frage ich dich mal zuerst. Wie viele Schuhe besitzt du? Wir hatten es vorhin schon drüber. Also ich habe jetzt tatsächlich mit meinem Mann einen Deal, dass für jedes neue Paar Schuhe ein altes Paar Schuhe geben muss. Und wir haben da zum Glück ein tolles Spendensystem, zu dem wir die Schuhe dann geben. Aber ich würde tatsächlich auch schätzen, dass ich die 100 auf jeden Fall kratze. Das hattest du vorhin auch gesagt, ne? Ja, bei mir sind es, glaube ich, auch die 100. Ja, Susanne, wie viele Schuhe hast du? Vielleicht willst du das noch mal reinschreiben oder ihr anderen. Also wir zwei haben auf alle Fälle genug. Dann Mrs. Stuff, ich hoffe, ich spreche das jetzt gerade richtig aus, sagt, die linke Frau ist sehr sympathisch, arbeitet sie bei Tamaris. Jetzt, Kathleen ist Head of Marketing bei Tamaris. Sie arbeitet auf jeden Fall bei Tamaris. Therese arbeitet leider noch nicht bei Tamaris, sondern ist eine, wie vor uns gesagt, sehr, sehr gute, enge Freundin. Aber uns verbindet eben auch berufliche Werte und persönliche Weiterentwicklung, persönliche Themen. Und sie ist Coach, von daher also sind es sehr viele Facetten, die sie mitbringt, die sie heute für die Live-Show mit mir und auch als Moderatorin qualifiziert haben. Und auch auf dich bezogen. Fenja K. fragt, wie viele Schuhe hat Tamaris circa schon rausgebracht? Gott, Fenja, jetzt ist die Frage, ab wann? Wenn unser Unternehmen schon seit über 50 Jahren aktiv ist, dann würden es einige sein. Ich glaube, wir haben in der Kollektion um die 500 verschiedene Styles, dann noch Artikel. Also es sind einige. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Schwenk durch unsere Kollektion. Dann würde unser beider Schuhschrank auch nicht mehr ausreichen. Und ich kriege gerade angezeigt, wir sollten zum nächsten Thema gehen. Wenn noch Fragen offen sind, dann haben wir bestimmt noch mal die Zeit, darüber später zu reden. Ich hatte dich bei der Frage unterbrochen, wie wir mit unseren Konsumentinnen in Kontakt treten, oder? Genau. Also das war so. Aber ich glaube, also heute ist einfach eine super Möglichkeit, denn ich glaube, so offen waren wir noch nie. Und das sollten wir auch nutzen. Also von daher auch da nochmal, wir werden weiter diese Formate machen und von daher abonniert uns, Glocke. Und dann wisst ihr, wann ihr welche Fragen stellen könnt, auch zu Kreativteams und Designern. Genau, was glaube ich noch wichtig ist, weil es echt viele Fragen sind. Wir haben im Nachgang natürlich immer noch die Möglichkeit, die zu beantworten. Also es sollte nichts offen bleiben, sondern wir freuen uns genau auf diesen Austausch. Jetzt noch mal zum Unternehmen Tamaris. Du bist ja jetzt auch schon eine gute Weile dabei. Wie hat sich denn das Unternehmen verändert, seitdem du hier arbeitest? Und wie hast du diesen Wandel auch vielleicht persönlich mitgestaltet? Gute Frage. Hast du denn einen Wandel der Marke Tamaris mitbekommen? Sicher. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer ein persönlicher Einfluss, der reinfließt, wenn man an einer Marke mitarbeitet und eine Marke gestaltet. Das ist natürlich einfach einer Persönlichkeit geschuldet. Das heißt, jeder in meinem Team trägt dazu bei, jeder, der im Produktteam arbeitet, der im Vertriebsteam arbeitet, also jeder, der irgendwie Teil dieses Tamaris-Teams ist, bringt natürlich so seine persönliche Facette rein und das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, ich bin jetzt fast 5 Jahre da, dass natürlich sehr viel in dieser Zeit passiert ist. Denken wir alleine daran, dass wir 2020, glaube ich, in einen Shutdown gegangen sind, in dem alle Geschäfte zu waren und alles, was man sich irgendwie normal angefühlt hat, in einer Kommunikation irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, da musste man sehr, sehr kreativ werden und natürlich war auf einmal das Thema digital unglaublich wichtig. Man kann sagen, wir hatten eine Kampagne geplant in einer Größenordnung, gerade in digital, die wir für Tamaris so vorher noch nicht hatten, die genau im Februar 2020 gestartet ist, was natürlich unglaublich
gut war, weil wir natürlich dann einfach schon vorbereitet waren auf das, was man gar nicht vorbereitet sein konnte. Ja. Und damit ist natürlich auch der Wandel oder auch die Umstellung und die Kommunikation in Digitales viel wichtiger geworden und hat damit stattgefunden. Und wie Funst auch angesprochen, eben diese ganzen Kanäle, die man bespielen muss, um zu schauen, dass trotzdem das Markenbild überall das doch ähnliche, gleiche ist, ne? Und in der unterschiedlichen Ansprache jeder Konsumentin ist da unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Und wir haben uns als Marke geöffnet, das heißt, wir müssen auch andere Kanäle öffnen in der Ansprache und dadurch ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Und das natürlich noch im internationalen Kontext, weil auch da ist nicht jeder Markt gleich. Die Marke ist nicht in jedem Markt so bekannt wie in Deutschland. Und es bringt überall andere Herausforderungen mit sich. Aber das Schuh ist, glaube ich, auch überall unterschiedlich konnotiert. Total. Ne? Also klar, im Süden sind Schuhe auch in einem ganz anderen saisonalen Rhythmus, als sie im Norden von Europa sind. Welche Trends wo sind, was will die Konsumentin sehen. Und ja, also von daher, das sind so die Challenges oder die uns jeden Tag als Team begegnen hier in jedem Bereich. Und macht es aber super spannend. Und ich glaube, ein Wandel ist nie abgeschlossen. Das wird für eine Marke auch immer wichtig sein und bleiben. Und von daher. Ja, ich glaube, das kann man auch irgendwie sehr, sehr gut nachvollziehen, weil wir haben tatsächlich auch eine Zahl mitgebracht. Tamaris ist eine der bekanntesten Schuhmarken in Deutschland tatsächlich. Laut Marktforschung kennen mehr als 75% der Deutschen die Marke Tamaris. Wie schafft man das denn, so populär zu werden als Marke? Ich würde einfach mal sagen, Tamaris. Okay. Wer kennt es nicht? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist wirklich sehr aussagekräftig. Ja. Aber sorry. Nee, also ich glaube wirklich, dass es wenigen Marken gelungen ist. Und jetzt müssen wir noch sagen, es ist eine reine Damenschuhmarke. Und ich würde meinen, wenn wir vielleicht jetzt auch männliche Follower, Zuschauer haben, dass selbst die sofort damit was anfangen würden. Und ich kann dir sagen, wie oft in meinem Alltag oder wenn ich mit jemandem spreche, wo ich Genau, wenn ich sage, wo ich arbeite, ist das Erste, was mir entgegengehaucht wird. Also von daher, das ist einmal die Audiospur und es ist ein unglaublich wertvolles Gut und das ist über die letzten 10 Jahre aufgebaut worden, gemeinsam mit natürlich dem Key Visual, unserer Markenlogo, wenn wir es fast schon sagen, der Schuh mit dem Hangtag. Und das konsequent anzuwenden über die letzten Jahre und in TV, in Printmedien, in Autoform, also in Außenwerbung zu zeigen und wirklich den Konsumenten damit immer wieder abzuholen und an die Marke zu erinnern, die Markenbekanntheit aufzubauen. Das ist der Grund, warum wir da sind. Aber es braucht halt eben durch die ganzen angesprochenen Punkte, wie sich Kommunikation verändert hat, eben jetzt auch noch die emotionalere Facette und die doch etwas menschlichere, nochmal nahbarere Seite der Marke. Und daran arbeiten wir gerade. Aber klar, es ist unter anderem nicht nur in Deutschland, dass wir so bekannt sind. Also auch international haben wir schon Märkte, in denen wir diese Bekanntheit haben. Wahnsinn, und das ist natürlich ein unglaublich wertvolles Gut. Und deshalb muss man das stark schützen und das auch sehr, sehr sorgsam damit umgehen. Absolut, absolut hohes Gut. Und auf der anderen Seite bringt es natürlich auch eine Verantwortung mit sich, so eine Reichweite zu haben. Wie geht man damit um? Sorgfältig. Sehr, sehr bewusst einfach. Man muss wirklich dreimal überlegen, was man tut oder auch mit welchem Asset, also wie man aussieht, wie man die Marke gestaltet, was man in welchem Kanal sagt. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine unglaublich wertvolle Möglichkeit, Themen anzusprechen. Und Frauen, wir kommen später noch dazu, eben auch für all das, was wir gesagt haben, ob es charakterprägend ist oder charakterstützend ist, zu empowern und ihnen auch ein gutes Gefühl zu geben mit Schuhen, die einen begleiten und so irgendwie auch eine Art beste Freundin zu sein, so die beste Freundin im Schuhschrank. Dieses Emotionalisieren ist ein super wichtiges Thema. Da sollten wir gleich wirklich noch mal in die Tiefe einsteigen. Wenn du so ein bisschen so das große Ganze aus der Vogelperspektive anguckst, welche Zielgruppen möchtet ihr denn ansprechen und wie gelingt euch das? Tatsächlich haben wir eine Zielgruppe, die sehr, sehr breit ist. Dadurch, dass wir Frauen? Ja, Frauen ansprechen. Natürlich aber alle auch, die sich als Frauen fühlen. Also das muss man auch einfach dazu sagen, denn also die Schuhe oder wir sind für jeden offen und für jeden zu haben und das ist ganz auch wichtiges Thema, glaube ich. Genau, und von daher ist es jetzt gar nicht so, dass wir nur für Frauen sind. Aber klar, wir haben unterschiedlichste Altersgruppen, die uns kennen, die mit uns mitgewachsen sind, die neu die Marke kennenlernen über Social-Media-Kanäle.
Das ist eben auch eine Herausforderung, wie ich eigentlich schon sagte, dass man eben auch unterschiedliche Generationen ja ganz anders ansprechen muss. Und Generationen oder Personen, die wissen, was sich in einer Marke verbirgt, an Preis-Leistungs-Qualität oder Preis-Leistungs-Versprechen, haben eine andere Bindung zu der Marke als jemand, der jetzt relativ jung ist und ein ganz anderes Portfolio an Marken kennt und viel mehr vielleicht auch durch irgendwelche Lifestyle-Sportmarken geprägt ist oder durch viele kleine neue Marken, die auch wieder überall aus dem Boden sprießen. Ja. Die müssen wir ja ganz anders ansprechen. Und wie fühlt ihr euch denn ein? Wie fühlt ihr euch, wie gelingt euch das, da immer auch so in Touch zu gehen? Ich glaube, dass wir alle im Team all diese Kanäle konsumieren, dass mein Team auch unglaublich divers ist in aller möglicher Hinsicht. Das heißt natürlich auch jeder durch seine eigene Persönlichkeit unterschiedliche Dinge konsumiert und dann dadurch unterschiedliche Insights und Input mitbringt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so diese Perspektivenvielfalt auch zu haben im eigenen Lebenslauf, aber auch in den Perspektiven von dem, was man so von außen wahrnimmt. Ich glaube, das ist für Marken wie euch und nicht nur für euch ein ganz, ganz entscheidendes Thema, diese Vielfalt auch tatsächlich irgendwie immer auf dem Schirm zu haben. Ne? Ja, also es ist herausfordernd und es geht alles so schnell. Und dann eben natürlich auch wird man immer wieder an Herausforderungen oder an andere Meinungen treten. Und es wird nicht immer allen gefallen, was wir tun oder wie wir es tun. Aber ich glaube auch, das ist einfach super wichtig, dass man da also auch sehr wohlwollend sieht, das ist ja, wie jemand diese Marke wahrnimmt und warum man sich dann vielleicht auch mit dem, was man tut, nicht mehr so wohl fühlt, aber die Person dann einfach abzuholen und zu sagen, warum ist es wichtig und dieses Mitnehmen und diesen Purpose, wie man so schön sagt, also das Warum der Marke zu sagen. Und kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, was das Warum der Marke ist? Also wir sagen, dass wir grundsätzlich erstmal für alle da sind, dass wir eine Marke sind, die für alle zugänglich ist. Das ist unseren Werten und auch unseren Produkten, Preis-Leistungs-Verhältnis und allem natürlich entsprechend. Aber wir sagen halt eben auch dieses Thema, dass Frauen, und im ersten Schritt sagen wir natürlich Frauen, auch gemeinsam sich zueinander halten müssen, sich inspirieren sollen, sich gegenseitig Mut machen sollen, füreinander einstehen sollen und das in jedem Moment, weil wir auch eben sagen, dass dieses Thema Schuhe ein Momentebegleiter ist. Ne? Und in jedem Moment hast du Schuhe an und dann verbindest du automatisch was damit und das bleibt. Und genauso wollen wir das aber, dass eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen und das, was man erlebt und wie man sich gegenseitig bestärkt. Und da kommen wir beim Thema Empowerment nochmal dazu, dass es einfach unglaublich wichtig ist und dass man sich da irgendwie auch nicht alleingelassen fühlt und vielleicht auch, wenn man unsere Schuhe trägt, immer so ein bisschen die Erinnerung daran hat. Ja, das hat ja auch ganz viel mit, wie entwickle ich mich persönlich und begleitet mich die Marke auch dabei, ne? Durch die verschiedenen Lebensphasen, die ich so habe, vielleicht auch durch das, was mich charakterlich gerade umtreibt. Vielleicht schauen wir noch mal rein, was die Community gerade umtreibt. Ja, ich sehe schon wieder was. Ein bisschen wackelig hier, aber ich sehe ein paar mehr Fragen. Ich fange mal von unten an, damit wir die vielen Fragen schaffen. CoolCat97 fragt, in welchen Ländern gibt es Tamaris überall und sehen die Schuhe da überall gleich aus oder gibt es ganz andere Modelle? Also CoolCat97, wir sind weltweit vertreten, fast überall. Natürlich nicht in der Bekanntheit. Unser Fokus liegt auf Europa und da auf allen Ländern. Die stärksten Länder sind natürlich der Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz-Bereich, Frankreich, Belgien, Niederlande. Im Süden auch Griechenland, Italien und im Norden auch so die nordischen Länder, Dänemark, Schweden in die Richtung. Geht rund bei euch, ne? Einmal von oben nach unten. Und tatsächlich sehen die Schuhe unterschiedlich aus oder die Ansprüche der Konsumenten sind unterschiedlich. Es geht los eben mit Saisonalitäten, dass in Griechenland natürlich nie fellgefütterte Schuhe notwendig sind. Das brauchen die da nicht so unbedingt. Wobei das eben dann im nordischen Raum oder auch schon allein in Deutschland dann doch ein Need ist. Und deshalb ist die Kollektion auch so breit. Und manches Mal ist es Farbe. Dann gibt es Länder, die brauchen viel mehr Absatz. Schuhe, Modelle mit Absatz, weil das heißt, sie viel ist femininer auch ein kulturelles Thema. Ja, ne? definitiv. Also von daher ist das auch ein Anspruch an die Kollektion, der erfüllt werden muss. Comfort Queen fragt, wie ist denn der Markenname entstanden oder was bedeutet der? Es gibt sagenumwobene Stories dazu, wie dieser Markenname entstanden ist.
Ich glaube, dafür machen wir eine extra Folge. Cool. Vielleicht lade ich dann auch denjenigen dazu ein. Ich schreibe meine Liste. Denjenigen dazu ein, der ihn geprägt hat. Das wäre super spannend. Unsere Mega Gründer, auch noch immer sehr, sehr oft im Unternehmen. Also von daher, vielleicht ist das doch mal wirklich eine eigene Folge wert. Fashionist 44 nochmal. Ich glaube, dich hatten wir schon. Finde euch so cool. Vielen lieben Dank. Danke, Fashionist 44. Was für für Abteilungen gibt es bei euch? Habt ihr gerade offene Stellen? Also, wir haben auf alle Fälle auf der Stellenseite von uns, Gott, das klingt jetzt ganz starr irgendwie, haben wir natürlich unsere Stellenausschreibungen. Man muss dazu sagen, jetzt wird es etwas technisch kurz. Tamaris ist der Markenname, die Firmierung ist anders. Das heißt, wenn ihr euch über das Unternehmen Tamaris informieren wollt, dann müsst ihr unter der Wortmann Holding schauen, denn Wortmann ist der Name der gesamten Holding und auch des Gründers und von daher findet ihr da alles. Wir können aber, wie gesagt, auch nochmal die Seite, wo unsere offenen Stellen sind, posten in die Kommentare, sodass ihr das habt. Und wie viele Abteilungen es bei uns gibt? Einige. Gehen wir mal von den klassischen aus. Es gibt natürlich im Vertrieb. Die Schuhe müssen ja irgendwie aus dem Haus hier quasi in die Läden, in die Shops, in die E-Commerce-Shops kommen. Es gibt natürlich das Produktteam, Produktmanagement, das geht los über Designteam, über Kreativteam, über diejenigen, die die Schuhe im Endeffekt dann machen und die ganze Entwicklung und Produktion begleiten. Es gibt das Marketing, es gibt natürlich auch die ganzen begleitenden Abteilungen wie HR, also wie heißt es denn auf Deutsch? Human Resources, Personalabteilung mal auf ganz klassisch Deutsch. Alles, was dann Buchhaltung ist und so weiter. Noch schnell der Eco-Friendly Shopper. Das hoffe ich, ohne dass ich viel rede, deine Antwort auf. Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr denn eigentlich? Dann sind es bei Tamaris um die 280, 300 Mitarbeiter. Das kommt natürlich dann darauf an, wie das in den Ländern aussieht. Aber das als kurze, knappe Antwort. Und ich glaube, wir gehen weiter zum nächsten Thema. Genau. Also ich glaube, wir haben das Thema schon einige Male gestreift, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass die Marke Tamaris nicht nur, zwar im Kern, aber nicht nur für Schuhe und Mode für Frauen steht, sondern ihr setzt euch ja auch ganz klar für die Stärkung von Frauen in der Gesellschaft ein und bietet Frauen mit ihren persönlichen Geschichten eine riesige Plattform. Und auch da abonniert den Channel, schaut euch da mal um, da gibt es ganz viele Porträts und ganz viele Tipps und Tricks, aber wie gesagt auch Porträts von ganz spannenden Frauen. Was bedeutet denn das große Schlagwort, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, Female Empowerment eigentlich für dich? Wollen wir das Female streichen und nur Empowerment draus machen? Ich finde das irgendwie... I like. Ja, ne? Also im Endeffekt geht es ja wirklich darum, sich gegenseitig zu ermutigen und irgendwie auch sich selbst, so wie man es versucht, bestmöglich jeden Tag vom Spiegel mit seinem gesamten Look, aber auch untereinander. Und so wie wir das auch oft tun, wenn wir miteinander sprechen, dass der eine dem anderen Tipps gibt. Und dieses füreinander da sein, füreinander einstehen und das ist für mich eigentlich so das Empowerment. Und das ist natürlich irgendwie extrem wichtig, weil nur durch solche Personen im Umkreis oder nahe Personen oder auch Personen des öffentlichen Lebens und so, bekommt man ja so etwas, woran man wachsen kann und was man sich überhaupt annehmen kann, um ermutigt zu sein. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und klar haben viele einen engen Freundeskreis, in dem das vielleicht gegeben ist, aber viele vielleicht auch nicht. Und diesen Perspektivenwechsel dann auch zu schaffen und zu sagen, hey, das haben andere geschafft oder das haben andere auch überstanden. Und dann sind wir wieder bei dem Mutthema. Das halte ich für unglaublich wichtig und das ist so das Empowerment-Ding. Und persönlich zum Beispiel lerne ich übelst gern. Also ich bilde mich fort, ich lese, ich höre Podcasts, darum. Und ich finde auch Lernen empowert, weil durch neues Wissen kommt man ja wieder in eine ganz andere Perspektive oder in ganz andere Gedanken. Und ich liebe es dann, das auch irgendwie weiterzugeben oder mit anderen über Gelerntes zu reden. Und das tut mich dann auch wieder empowern. Und ich glaube, das ist was super, super wichtig ist und dass man das halt miteinander teilt. Und das machen wir ja zum Beispiel auch extrem viel. Und dafür bin ich auch super dankbar, weil das einfach so wertvoll ist. Ja, ich glaube auch, es geht ganz viel um die gegenseitige Inspiration, weil ich glaube, über Geschichten, die man miteinander teilt und vielleicht auch
Fehler, die einem unterlaufen sind oder auch mal Schwäche zu zeigen. Das sind genau die Dinge, an denen man ja mitwachsen kann, ne? Wenn man irgendwie guckt, wie hat man auch Probleme bewältigt. Viel zu lange nicht über Fehler oder über Verletzlichkeit gesprochen. Absolut. Und das ist einfach das, wo man ja eigentlich draus erwächst. So, genau. Ne? Und das auch von anderen zu hören, ne? Dass nicht immer alles glatt läuft, sondern dass das gerade diese Brüche auch das Leben am Ende des Tages ausmachen und uns da auch irgendwie wachsen lassen. Ja. Aber wie kam das, dass Tamaris sich diesem Thema in Klammern Female eher Empowerment gewidmet hat? Kommen daher, dass wir ja schon gesagt haben, dass Schuhe irgendwo ja auch ein Momentebegleiter sind. War es irgendwie so, dass wir gesagt haben, so, wenn wir Momente, wichtige Momente oder besondere Momente oder emotionale Momente unserer Konsumentinnen begleiten, warum denen nicht auch eine Bühne geben? Und warum nicht diese Geschichten erzählen lassen? Und nicht eben nur aus der Marke rauszusprechen und was eine Marke kann oder könnte oder möchte, sondern so die Frauen in ihren eigenen persönlichen Facetten sprechen zu lassen, macht es natürlich auch viel, viel nahbarer und auch natürlich emotionaler, aber auch natürlich vielseitiger, weil das sind keine ausgedachten Geschichten, sondern das sind wirkliche Dinge, die Frauen erlebt haben, an denen sie gewachsen sind oder wo sie halt auch Tipps und Tricks haben, um gar nicht immer nur über tragische Dinge zu sprechen, sondern auch Tipps und Tricks, die uns ja dann im Alltag helfen, wie unsere How-Tos mit perfekter Schuhschrank, wie man den gestalten kann oder Schuhe putzen bzw. in High Heels laufen bis hin. In High Heels laufen, das muss ich mir anschauen. Abonniere unseren Kanal, sag's dir. Aber auch so allein auf Weltreise gehen, wie man seinen Balkon gestalten kann. Also wirklich so auch das ist ja ein Empowern. Wenn ich jeden Tag auf meinem Balkon stehe und der ist grau und trist und denke so, ja, wie mache ich das denn? Ja, dann geben wir dir halt Hilfe und schubsen dich halt so ein bisschen in die Richtung. Und ich glaube, darum muss es gehen. Und das ist ja wie so eine Art Community, die wir aufbauen und damit auch einen Dialog fördern. Und das ist einfach wichtig für die Gesellschaft und das ist wichtig für Frauen. Und ich glaube auch, deshalb habe ich gesagt, lass uns das viel mehr über Empowerment streichen. Trotzdem braucht es natürlich, das ist lange nicht so gewesen, dass man sich untereinander da auch so mitnimmt. Und deshalb war das irgendwie so das Natürliche, was daraus aus dem Markenkern auch mitgewachsen ist, zu sagen, warum nicht diese Möglichkeit schaffen, ohne sich selber jetzt so ins Rampenlicht als Marke zu stellen. Das heißt, ihr habt wirklich auch gesehen, dass so dieses Thema persönliche Geschichten von Frauen erzählen lassen, dass das ein ganz wichtiges Element ist, um auch du hast ja vorhin drüber gesprochen, Schuh auf Weiß, das ist die Marke, das atmet die Marke, aber wie kommen wir zu dieser Emotionalisierung? Das heißt, das war ein ganz wichtiger Weg dahin, die Marke dahin auch zu öffnen und auch das Rampenlicht umzudrehen und sozusagen die Trägerinnen in den Fokus zu stellen und von ihnen auch zu lernen. Ne? Total. Und da so ein Circle auch draus zu machen, wie sich das anhört. Ja. Ne? Was kann denn wie kann Tamaris als Marke dazu beitragen, dass wir Frauen uns in der Gesellschaft tatsächlich auch selbstbewusster, besser fühlen? Also was kann eine Marke dafür leisten? Also natürlich ist es immer schwer, aus der Marke jetzt das komplett zu leisten, sondern man kann, wie ich gerade sage, so ganz viele Möglichkeiten anbieten, sich damit auseinanderzusetzen, mit Themen und eben nicht nur eine Marke zu sein, die ein Produkt zur Verfügung stellt, sondern eben auch Werte hat und diese Werte der Konsumentin vermittelt und das auch authentisch macht und glaubhaft und ehrlich und nicht einfach nur sagt, wir machen das, sondern irgendwie eben Frauen auch sprechen lässt. Es ist wichtig, dass man das ehrlich macht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in einer Verbindung mit der Konsumentin ist, also dass es halt irgendwie auch klar eine Verletzlichkeit zeigt, die Geschichten, weil jeder, der sich öffnet und seine Geschichte erzählt, zeigt eine verletzliche Seite und das ist natürlich nicht immer leicht und es ist nicht immer einfach und es ist manchmal auch schmerzhaft, aber letztendlich hast du es ja auch gerade schon gesagt, daraus wächst man und oft ist es ja auch so, wenn man es bei jemand anderem beobachtet oder sieht, dann hat man vielleicht auch mehr selber den Ansporn und denkt so, Mann, diejenige ist auch da rausgekommen, ich schaffe das auch und einfach diese Möglichkeit zu schaffen und ich glaube, das ist einfach natürlich neben super bequem Schuhen zu machen, die uns durch den Tag und den Alltag und das Leben tragen und Momente miteinander verbinden, ist das halt so eine Facette, die da reinspielt und die einfach auch
wir als Team hier leben und dann auch nach draußen tragen wollen. Ich komme ja aus der Konsumentenpsychologie und ich finde das deshalb ganz spannend, weil Schuhe tragen ja auch ganz viel zu unserer Haltung bei. Ne? Und das hat ja auch was mit innerer Haltung zu tun. Deshalb finde ich die Verbindung ziemlich stark, zu sagen, so jetzt wenden wir uns nach innen. So, wir haben die Stabilität im Außen, jetzt gehen wir nach innen. Ja. Hast du denn sowas wie so ein persönliches Empowerment-Erlebnis? Tatsächlich ja. Trommelwirbel. Ich meine, du weißt, dass ich mal eine sehr mutige Entscheidung in meinem Leben getroffen habe und mehrere, okay. Aber für mich meine mutigste Entscheidung im Leben war, dass ich einmal aus einer Festanstellung heraus quasi gekündigt habe und auf Reisen gegangen bin, ohne zu wissen, was danach kommt, wie lange die Reise geht, wo sie hingeht, was auch immer. Und das war schon ein unglaublich wertvoller und für mich sehr stärkender Moment in meinem Leben, denn es ist gar nicht nur dieses alleine Reisen, das war eigentlich so das was irgendwie ich erwartet habe, was ich dann tue, aber so die Entscheidung zu treffen und dann auch diese Entscheidung auszusprechen. Und wie oft haben wir Dinge, wo wir uns nicht wissen, ja, nein, vielleicht. Und kleine Seitennotiz, ne? Wenn es kein Hell Yes ist, then it's a No. Ja. Dieses auszusprechen, dann liebsten Mitmenschen zu sagen, hey, ich kündige und gehe reisen. Mach das jetzt. Da gibt es so viele, wo die Vernunft sagt, auf gar keinen Fall, wie, was, weiter und so. Bis hin das zu kommunizieren im beruflichen Kontext und die Entscheidung zu treffen und dann aber auch noch, bis man die Reise plant, auf Reise zu gehen. Alles, was dazugehört. Und natürlich auch zu wissen, wenn man zurückkommt, was passiert dann und wie entwickelt sich die Reise? Und da so ein Vertrauen in sich zu haben, dass irgendwie alles gut wird und Menschen wie dich an meiner Seite zu haben oder halt ganz viele liebe Freunde, die einen darin bestärken. Und ich habe so viel einfach gelernt mit dieser Entscheidung und auch wirklich so dieses, alles wird gut. Und, das ist, glaube ich, total spannend, weil man denkt dann immer, wenn man so einen krassen Schritt macht, man fängt dann bei Null an. Das Gegenteil ist ja der Fall. Du fängst dann nicht bei Null an, sondern du kommst dann mit einem Rucksack irgendwie voller Inspiration und voller Mut und voller neuer Ideen auch zurück. Ja. Und deshalb würde ich sagen, so ist das schon so für mich der empowerndste Moment in meinem Leben gewesen, auch wenn es noch ganz viele andere. Hast du sowas? Ein Empowerment-Moment? Ich glaube, es sind eher so also so diverse. Ich habe ja auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und da ist man sehr auf sich selbst zurückgeworfen. Also das heißt, man ist gezwungen, sich ganz viel mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, es sind auch oft so die herben Schläge des Lebens, wo ich den Eindruck hatte, okay, da kommst du nie wieder raus, das ist ja ganz schrecklich. Und danach warst du irgendwie wie transformiert. Ne? Es geht vorbei, man schafft es und ist danach tatsächlich in irgendeiner Art und Weise auch gestärkt. So bitter das war, man geht noch mal gestärkt daraus hervor. Aber hast du sowas, sorry. Ich wollte nur sagen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Theresa hat auch ein Porträt bei uns auf dem Kanal. True. Von daher, Kanal abonnieren und Theresa ihr Porträt anschauen, dann könnt ihr noch ein bisschen mehr über sie erfahren. Weil ich kann auch nur sagen, super spannende Frauenpersönlichkeit. Danke. Und ja. Aber hast du denn noch sowas wie ein Lifehack oder so, was du so als Empowerment den Zuschauerinnen und Zuschauern auch mitgeben kannst? Also Lifehack würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber so, was ich extrem wichtig finde und ich glaube, es war nie wichtiger denn je, ist so dieses ganze Thema Mitgefühl für sich selbst, für andere, also für die liebsten Nächsten und so. Und natürlich auch für alles drumherum und für die Menschen und die Welt. Und ich glaube, Mitgefühl, Empathie kann man nicht genug haben. Und wenn man sich in andere reinversetzt, dann hat man einen Perspektivwechsel automatisch wieder und versteht, dass Dinge oder Menschen oder Reaktionen nicht unbedingt aus bösartiger Absicht sind, sondern dass der Mensch halt auch verletzt ist. Und eine Geschichte hat, ne? Genau, und diese Geschichte halt immer, das ist, warum eine Reaktion entsteht und dieses Mitgefühl dafür zu akzeptieren und zu verstehen und zu respektieren, dass da eine Geschichte dahinter ist, ändert halt oft die Härte, die man jemand anderem wegen etwas entgegenbringt. Und ich glaube, das mein großes Herzensthema, ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist das, was wir noch mehr brauchen, das Gefühl, Mitgefühl füreinander. Und ich glaube, die Community hat auch noch ein paar Fragen. Mal. Hallo Community. Also, wir haben von Walk with Style, worauf achtet ihr bei der Darstellung von Frauen in eurer Werbung? Also Walk with Style, wir haben ganz unterschiedliche, also wir haben keine Kriterien, sondern wir schauen immer
wie können die Themen, die wir haben, die Produkte in ihrer also in ihrer visuellen Umsetzung, von welchem Frauentyp vielleicht am besten dargestellt werden. Wir versuchen das gar nicht jetzt auf irgendwie einen Frauentyp runterzubrechen, sondern auf den Lebensmoment, auf das Thema. Wenn es eher um sportive Schuhe geht oder sagen wir mal Sneaker, dann ist es eher ein sportlicherer Style. Also das Bedürfnis, was dahinter steckt. Genau, das Bedürfnis, eigentlich mit der Frau irgendwo zusammenzubringen und wirklich da auch Diversität wieder zu spiegeln. Und ja, tatsächlich hatten wir auch mal in einer Kampagne schon einen Tänzer, ein Voging, weil wir das Thema auch super spannend fanden. Und auch die Community braucht Schuhe, die damit tanzen. Ich mache mal von unten nochmal. Susanne Rauter, was für ein cooles Format. Macht ihr das jetzt öfter? Würde gerne mehr von euch fahren. Susanne, nach dem positiven Feedback können wir wahrscheinlich gar nicht anders. Von daher vielen lieben Dank für das. Wir haben schon Notizen gemacht. Ich hau mal auf mein Mikro. Vielen lieben Dank für das Feedback. Also wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt wirklich auch irgendwo unterhalten konnten und ihr vielleicht auch was mitnehmt. Von daher, ja, wir machen uns Gedanken über weitere Themen, aber es wird auf alle Fälle mehr davon geben. Fashionist 44, Kathleen, welche Frauen oder weiblichen Vorbilder haben dich inspiriert oder beeinflusst? Fashionist 44, ich würde tatsächlich sagen, dass es eher die Frauen sind, die in meiner unmittelbaren Umgebung sind, mit denen ich mich austausche und mit denen ich wirklich auch wachse und lerne. Beispielsweise ist Theresa auch eine davon, weil ich ja, dieses direkte Feedback oder über Dinge reden macht es für mich viel, viel greifbarer, als jemanden ja, anzuhimmeln, der irgendwo ist und wo man halt auch nicht weiß, wie viel ist davon ja, eine Facette, die dargestellt ist oder wie viel ist echt davon. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, in Verbindung zu sein und irgendwie den Menschen zu spüren, weil nur dann ist es für mich so irgendwie, kommt es bei mir an. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht und ob du das also so... Ich glaube, ich habe beides tatsächlich, ja. Hast aber du ich kann ein großes Vorbild? Na, ich glaube, dadurch, wenn du dich so mit Werten beschäftigst, so gibt es schon so ein paar weibliche Vorbilder, so eine Frida Kahlo oder eine Coco Chanel, die tatsächlich zu ihrer Zeit einfach revolutionär auch schlicht und ergreifend waren. Und ich glaube, so ein paar Vorbilder zu haben, ist einfach auch ganz gut, weil man weiß, in welche Richtung es gehen kann. Ja, stimmt. Dann haben wir noch mal von F. Jakob. Warum ich heute immer 54, 45 verwechsel? Tut mir leid, Jakob. Wie ist es in der Modebranche? Gibt es da viele weibliche Führungskräfte? In der Modebranche kann ich so allgemein jetzt gar nicht beantworten. Ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was allgemein gerade im Umbruch ist, wo es ja, die vielfältigsten Diskussionen dazu gibt. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Diskussion zu führen. Aber ich glaube, es ist auch ein zu großes Thema für jetzt noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir sind. Bei uns gibt es viele weibliche Mitarbeiterinnen, auch Führungskräfte in den unterschiedlichsten Ebenen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Team halt auch ja, irgendwo harmonisch zusammenpasst, ja, auch empathisch da wiederum miteinander umgeht. Und das können letztendlich alle Geschlechter miteinander tun. Und ich glaube, daran sollten wir auch am meisten arbeiten, dass es alle miteinander können und nicht nur ein Geschlecht mit einem Geschlecht, sondern alle Geschlechter untereinander. Und ja, ich habe hier gerade keine Frage mehr, nutzt die Chance. Ansonsten, ja, glaube ich, kommen wir schon bald zum ersten Ende, oder? Zum ersten Ende, ja, genau. Du sagst es ganz schön, auf jeden Fall. Also Kathleen, ich glaube, du hast wahnsinnig tolle Eindrücke in die Marke gewährt und auch wirklich so ein bisschen das Herz geöffnet und wirklich auch ganz viele persönliche Impulse reingebracht, wo hoffentlich ganz viele von uns und euch einfach auch was mitnehmen konnten für den Alltag, für euch persönlich. Ja, und ich glaube, jetzt ist es up to you, nochmal die letzten Worte zu finden. Die letzten Worte für die erste Live-Show, sagen wir so. Ja, ich kann also dir nur ein ganz, ganz liebes und aus tiefstem Herzen Danke sagen, dass du das mit mir heute gemacht hast. Das hat mir auf alle Fälle auch nochmal ein Gefühl von Sicherheit und auch ja, Nähe gegeben, weil vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Man ist trotzdem super nervös, auch wenn man nicht sieht, wie viele Leute da dahinter sitzen, aber es ist einfach so. Von daher ja, hoffen wir, dass wir euch wirklich heute was mitgeben konnten, dass ihr ein Gefühl für uns als Marke bekommen habt. Ja, wir werden weitermachen. Wir halten euch auf den Laufenden. Dafür nochmal abonnieren und Glocke aktivieren. Und ja,
vielen lieben Dank, Theresa. Vielen lieben Dank an alle, die irgendwie daran mitgewirkt haben, die ihr jetzt gerade alle gar nicht sehen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie in den Chat. Wir versuchen alles noch zu beantworten und auch rein zu kommentieren an Links, die ihr braucht. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Wir wünschen euch noch einen super schönen Abend. Und ja, viel mehr, glaube ich, braucht es jetzt auch nicht mehr. Genau. Wir kommen jetzt zum Ende. Wir hoffen, ihr hattet eine tolle Zeit und bis ganz bald. Schönen Abend.